Die EU-Taxonomie ist so eine Art Klassifizierung für Unternehmen. Und sie soll Anlegern helfen, nachhaltiger zu investieren. Also einzuordnen, ob Unternehmen einen grünen Beitrag leisten und ob Investitionen auch nachhaltig sind. Wie viel Umsatz passiert denn nachhaltig? Und wie kann ich sowas überhaupt messen? Dafür gibt es die EU-Taxonomie. Heute bin ich in der Frankfurt School und treffe einen echten Professor, der mir das mal erklärt. Bin mal gespannt, ob ich das kapiere. Hallo, haben wir heute das Vergnügen. Und wer mir mehr dazu sagen kann, ist Ulf. Du bist Professor für die Finanzierung nachhaltiger Energiesysteme. Warum brauchen wir die Taxonomie? Damit man sich zum Beispiel, wenn man investiert, damit man sich versichern kann, ist diese Investition, finanziere ich damit etwas, was den Strukturwandel weiterbringt, was uns hilft, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, was uns hilft, den Klimawandel zu bekämpfen oder eben nicht. Und dafür brauchen wir eine Taxonomie, also eine Klassifizierung, auf die sich eben alle geeinigt haben. Und wie funktioniert das jetzt? Ja, sollen wir dazu mal in den Hörsaal gehen? Das ist eine gute Idee. So, komm rein. Dann wollen wir mal. Wie kann ich mir das jetzt mit der Taxonomie vorstellen? Hast du mal ein Beispiel für mich? Ja, nehmen wir mal an, ich bin ein Automobilzulieferer und ich stelle, sagen wir mal, Plastikschläuche her. Wenn ich in meinem Produktionsprozess Strom mit Erneuerbaren erzeuge, dann ist das eine grüne Aktivität. Also diese Aktivität ist taxonomiekonform, wenn ich damit Geld verdiene. Wenn ich andere Dinge tue, dann gibt es manchmal so Grenzwerte. Also wenn ich auf dem Weg bin, meine Produktionstechnologie wirklich sauber zu machen und da schon Fortschritte gemacht habe, dann gibt es da Grenzwerte, die ich einhalten muss und dann wird diese Aktivität als grün betrachtet, alle anderen Aktivitäten eben einfach nicht. Und so kann ich eben sagen, mithilfe der Taxonomie, dieser Anteil meines Umsatzes geschieht mit Aktivitäten, die ich als nachhaltig betrachten kann. Wie verändert denn jetzt die EU-Taxonomie die Arbeit der Finanzindustrie? Ja, die Akteure am Finanzmarkt, fangen wir mal mit denen an, die müssen halt bald nach der Taxonomie berichten. Also es fängt an mit großen Aktienfonds, Rentenfonds, dass die eben Bericht erstatten müssen, wie viel Prozent ihres Portfolios ist taxonomiekonform. Nicht nur, wie grün betrachtet sich jemand selbst, sondern es gibt einen EU-Standard, den viele anwenden müssen. Das heißt, wir haben eine Vergleichbarkeit. Was ist dann am Ende die Aufgabe der Banken? Sind die da so ein Aufpasser, dass alles okay ist? Naja, die Banken interessieren sich natürlich dafür, wenn sie berichten müssen, was sind das für Aktivitäten, die ich hier finanziere. Und da erwartet man sehr stark, dass die Banken ein Stück weit auch in eine beratende Rolle reinrutschen. Nimmt man etwa den Firmenkundenberater, der dann sich auch im Dialog mit dem Unternehmen, mit dem Mittelständler ein Bild davon verschafft, wie sieht es denn aus im Zusammenhang mit der Transformation. Was wir hier sehen, ist an sich bemerkenswert, denn wir sehen hier eine Regulierung, Transparenz, Taxonomie, die den Finanzsektor trifft. Und sie soll sozusagen über den Finanzsektor jetzt wirken. Das ist anspruchsvoll und eigentlich ungewöhnlich, denn der Finanzsektor soll nach Taxonomie berichten. Der erwartet also diese Informationen von den Unternehmen. Diese Informationen müssen die Unternehmen erst beschaffen und sich darüber im Klaren werden, wie stehe ich in der Transformation da und verhalten sich dann möglicherweise auch dadurch anders. Gelingt der Wandel? Ich glaube, ja, der Wandel wird gelingen. Wenn ich mich umschaue, die Akteure hier am Finanzplatz Deutschland, die tun sich zusammen. Da gibt es zum Beispiel den Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Da sitzen die Akteure und fragen sich, was bedeutet dieser Strukturwandel für uns, für das Geschäftsmodell, für die Finanzindustrie. Da passiert einiges. Es gibt Banken, die haben sich in der Net Zero Banking Alliance zusammengeschlossen, um ihre Kreditvergabe langfristig klimaneutral zu organisieren. Was kommt nach der EU-Taxonomie? Der Weg wird sicherlich nicht zu Ende sein. Aber was man in dem Zusammenhang denken muss, ist, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab, sondern weil es bessere Technologien gab. Und in dem Sinne sollten wir auch diesen Strukturwandel vorantreiben. Dankeschön.